Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon, wieder mal Outdoor, denn es gibt heute einen ganz speziellen Test, auf den ich mich schon seit einigen Wochen freue. Denn heute im Test eine Drohne, aber eine ziemlich spezielle Drohne, und zwar die Hover X1. Was sie kann, was sie vielleicht auch nicht kann, für wen sie geeignet ist, für wen vielleicht auch eher nicht, das finden wir zusammen heraus in diesem Video. Hover Kamera X1. Der Name, der bezeichnet im Grunde schon, was es ist. Es ist eine Kamera, die fliegen kann. Aber was im ersten Moment so ein bisschen aussieht wie ein 5-Euro-Produkt von Wish oder AliExpress, ist genau das Gegenteil. Denn tatsächlich habe ich mich schon lange auf diese Drohne gefreut. Das Ganze war eine Kickstarter-Kampagne, da habe ich sie schon gesehen und war von den Bildern und von den Videos, die ich dort gesehen habe, tatsächlich schon begeistert. Natürlich war ich gespannt, ob tatsächlich die Drohne dann im finalen Produkt auch all das erfüllen kann, was uns der Hersteller hier in der Kickstarter-Kampagne versprochen hat. Tja, jetzt habe ich sie seit einigen Tagen und ich muss an dieser Stelle schon mal sagen, es ist tatsächlich das wohl genialste Produkt, das ich 2023 in den Händen gehalten habe. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Es ist eine Drohne. Auch wenn sie erstmal wirkt wie ein Spielzeug, ist sie tatsächlich doch vollgestopft mit Technik. Vollgestopft mit Technik, die ja wer gebrauchen kann. Im Grunde all diejenigen, die gerne kurze, kleine Videoclips machen, die gerne auf den Kameramann verzichten, die gerne zum Beispiel zusätzliche Shots machen, wie sich verfolgen lassen, wie sich umrunden lassen. Also all die netten kleinen B-Roll-Aufnahmen, die ihr zum Beispiel auch in meinen Videos seht, die tatsächlich bislang mit viel technischem Aufwand oder tatsächlich einem Kameramann verbunden waren. Ja, und die kann man sich jetzt sparen, denn all diese Möglichkeiten stecken tatsächlich in dieser kleinen Drohne. Und an der Stelle schon auch ein Hinweis, auch wenn sie sehr kompakt ist, wenn sie sehr leicht ist, sie ist im Grunde genommen eine Drohne. Sie wiegt unter 250 Gramm und unterliegt daher tatsächlich aktuell auch noch diesen Regularien. Es bleibt abzuwarten, ob es vielleicht in Zukunft eine Änderung gibt für genau solche Kameras. Denn, ja, ich finde, sie fällt in eine ganz andere Kategorie. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns erstmal an, was kann sie und was bringt sie mit. Die Drohne, die Hover, ist im Grunde, ihr seht schon, eine kleine, kompakte Drohne. Sie hat 4 Rotoren, die stecken im Grunde in einem abgesicherten Käfig. Das heißt, selbst wenn sich die Rotoren drehen, hast du nicht die Gefahr, dass du jemanden damit verletzt. Ja, selbst wenn sie dir ins Gesicht fliegt, ja, gibt es einen kleinen Bups, aber ansonsten gibt es da eben nichts. Und sie ist natürlich auch gesichert gegen das Anstoßen, zum Beispiel Bäume etc. Wie funktioniert sie? Sie funktioniert im Grunde völlig autark. Das heißt, du brauchst kein Smartphone. Man kann eins nutzen, warum? Kommen wir später zu. Aber grundlegend brauche ich kein Smartphone. Denn die Nutzungsweise, und da kommen wir wieder in den Bereich geilstes Produkt ever 23, ist tatsächlich so einfach, wahrscheinlich könnte sogar mein Hund sie bedienen.
wenn er es denn wollte. Also, wir haben auf der Oberseite einen Akku. Der Akku hält ungefähr so um die 10-12 Minuten Videozeit. Hört sich erstmal nicht so lang an, aber für den Einsatzzweck ist es tatsächlich viel. Den Akku oben einstecken, ganz einfach einrasten, dann die Flügel aufklappen, die Rotoren aufklappen. Das Ganze verriegelt sich magnetisch und dann schalten wir sie einfach ein. Dann seht ihr, wir haben hier oben Akkustandsanzeigen. Ja, hier oben an der Drohne, die zeigt mir jetzt an, wie viel Akku ist noch drin. Und dann seht ihr schon, gingen die Positionslichter an. So, und jetzt ist er an. Und jetzt könnten wir theoretisch schon filmen. Ihr seht, hier vorne gibt es ein grünes Licht und an der Frontseite befindet sich, ihr seht schon, ein entsprechender Gimbal. Obwohl im Gimbal direkt ist es nicht, denn der Gimbal an sich stabilisiert sich nur in der Höhe. Das heißt, ihr seht, wenn ich so hoch und runter drehe, dann bleibt er ausgerichtet auf den Horizont. Der Rest an Stabilisierung, die weiteren Achsen, das erfolgt softwarebasiert. So, wie legen wir jetzt los? Das ist ganz einfach. Wir haben nämlich verschiedene Flugmodis. Erster Flugmodi ist hier zum Beispiel ich zeige es euch mal an, wir schalten es mal einmal durch. Das heißt, Zoom Out, ein Modus. Follow, die Drohne fliegt hinter dir. Zweiter Modus. Orbit, die Drohne umkreist dich. Dritter Modus. Bird Eye, die Drohne steigt über dich, fängt dabei an zu filmen und kommt wieder runter. Dolly Track ist ein Modus, in dem die Drohne quasi dich trackt und vor dir herfliegt. Und zum Schluss nochmal den ersten, das heißt Hover, die Drohne schwebt. Ja. Und schon kann es losgehen. Das heißt, du wählst dir einen dieser Modis aus und dann drückst du, da werden wir es nicht machen, sonst stößt du gegen die Drohne, wir gehen gleich mal raus. Dann drückst du auf den Startknopf und dann musst du die Drohne, und jetzt kommt schon der ziemlich spezielle Einsatzzweck, vor dir halten, und zwar auf der Armlänge. Das heißt, die Drohne in dem Moment trackt dich als Person, erkennt dich, gibt dir auch ein deutliches Zeichen und dann beginnt sie mit dem jeweiligen Modus. Sie beginnt mit dem jeweiligen Modus und wie das Ganze aussieht, die einzelnen Modis, das zeige ich euch jetzt. Da gehen wir jetzt mal nämlich in die Praxis. Beginnen wir mit dem ersten Modus. Hover. Hover heißt, die Drohne schwebt vor dir. Ganz einfache Installation. Du hältst die Drohne in Augenhöhe, damit die Drohne dich entsprechend auch sieht. Und dann einfach nochmal den Startknopf drücken. Ja, dann blinkt der grüne Modusknopf kurz. Die Drohne erkennt dich als Person und sie schwebt vor dir. Und während sie vor dir schwebt, beginnt auch gleichzeitig die Aufnahme. Und die Drohne, je nachdem, wie lange ich jetzt gerne erzählen möchte, die Drohne zeichnet genau so lange auf. Wie beende ich das Ganze? Und das ist auch ziemlich genial. An der Unterseite der Drohne befindet sich noch einmal eine Kamera. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Hand unter die Kamera gehe, dann weiß die Drohne, ich beende nicht nur die Aufnahme, sondern sie landet auch. Ja, wie genial bitte ist das? Wir gehen in den nächsten Modus. Zoom Out. Zoom Out kennt man, das ist quasi dieser Raketenmodus. Das heißt, die Drohne startet, fliegt von mir weg, macht dabei eine entsprechende Aufnahme und kommt dann zurück. Und dabei startet sie eine zweite Aufnahme, sodass ich 2 kurze Videoclips bekomme und mir dann den besten aussuchen kann. Das heißt, auch das machen wir. Zoom Out. Wir starten das Ganze. Das heißt, die Drohne, ihr habt es vielleicht gehört, wird jetzt in 1,5 Meter von mir wegfliegen. Das heißt, ich sage es euch mal, jetzt startet die Aufnahme. Ich blende euch das Ganze mal parallel ein. Sie fliegt jetzt weg von mir, zeichnet derweil auf, bleibt jetzt in dem Abstand stehen, startet jetzt die zweite Aufnahme und kommt wieder zum Startpunkt zurück. Ja, und wenn ich die Aufnahme beenden möchte, mache ich Folgendes. Ich halte meine Hand drunter und die Drohne weiß, Aufnahme ist beendet und ich möchte wieder landen. Wir gehen weiter zum zweiten Modus, zum dritten Modus. Follow. Der Follow-Mode ist ganz klar, die Drohne verfolgt mich. Dafür ist es aber wichtig zu wissen, dass, wenn ihr zum Beispiel in diese Richtung gehen wollt, ihr die Drohne, wenn ihr sie vor euch starten lasst, ja, dann lauft ihr gegen. Sondern ihr müsst entgegen eurer eigentlichen Laufrichtung dann die Drohne entsprechend starten. Und das machen wir mal. Auch hier Startknopf nochmal drücken. Ja, die Drohne zählt nochmal runter in dem Moment. Startet jetzt die Aufnahme. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, ja, dann kommt sie hinter mir her, die Drohne. Und das Ganze macht sie so lange, wie ich es möchte. Und wenn ich es nicht mehr möchte, dann gehe ich auch wieder, die Drohne nimmt immer noch auf, mit meiner Hand unter die Drohne. Und was macht sie?
Sie beendet die Aufnahme und landet. Wir gehen zum nächsten Modus. Ihr könnt vielleicht jetzt schon meine Begeisterung verstehen. Orbit. Orbit Me Mode, auch der, ganz klarer Modus. Die Drohne wird steigen und wird mich dann umkreisen. Wir starten die Aufnahme. Auch ihr habt es gehört, 1,5 Meter in dem Umkreis wird mich die Drohne jetzt umkreisen. Das heißt, sie geht erstmal auf Abstand, sie geht auf die entsprechende Höhe, in dem Moment ja, ziemlich bei mir. Und jetzt hat sie die Aufnahme gestartet und jetzt umkreist mich die Drohne. Auch das ist ein ziemlich genialer Modus. In dem Moment seht ihr auch meinen Kameramann, der das Ganze filmt, in dem Fall meinen Bruder. Ja, danke wieder mal für die tollen Aufnahmen. Sie hat mich jetzt einmal umkreist, kommt jetzt wieder zum quasi Startpunkt, hat die Aufnahme schon automatisch beendet nach einer Umkreisung und ich kann sie natürlich landen lassen. Und das ist eine ziemlich geniale Funktion. Dann haben wir den Bird-Eye-Modus. Beim Bird-Eye-Modus wird die Drohne auf dem Platz, wo ich sie starte, auf eine bestimmte Höhe steigen, macht dann eine Aufnahme, während sie entsprechend steigt und sie macht eine Aufnahme, während sie wieder sinkt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, entweder bleibe ich stehen und wenn ich zum Beispiel irgendwo fotografiere am Stativ, kann mich dort entsprechend filmen lassen oder ich kann auch drunter durchlaufen. Wir werden mal beides machen und dann kann ich euch auch beide Aufnahmen einblenden. Das heißt, 5 Meters, das heißt 5 Meter steigt sie jetzt in die Höhe. Sie startet jetzt und startet auch. Wir warten kurz. Ich warte auf das rote Licht. Jetzt ist das rote Licht an. Das heißt, sie nimmt mich jetzt auf. Ja, sie startet nach oben auf die 5 Meter und ich könnte jetzt zum Beispiel stehen bleiben. Ja, ich fotografiere zum Beispiel irgendwas, möchte eine tolle Aufnahme. Wenn sie oben gestanden hat, dann kommt sie auch wieder runter. Das heißt, sie dreht sich jetzt kurz ein. Und ich, während sie jetzt wieder runterkommt, die Drohne, könnte zum Beispiel da drunter durchlaufen und eine Aufnahme machen, während ich zum Beispiel des Weges spaziere. Die Drohne bleibt genau dort stehen. Sie bleibt dort stehen, kommt jetzt wieder runter auf ihren Startpunkt und auch hier, ich kann drumherum laufen, ihr seht's, lassen wir sie wieder landen. Ja, und dann haben wir natürlich noch den umgekehrten Modus. Nicht den Follow Me Mode, sondern den Dolly Track Mode. Und der Dolly Track Mode ist im Grunde nichts anderes als der Follow Me Mode, außer dass die Drohne vor mir herfliegt. Den brauchen wir jetzt nicht noch einmal extra anmachen. Im Grunde ist es ja das gleiche Ergebnis. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, es ist ja cool, ne? Wie macht die Drohne das und ist das Ganze beschränkt? Um uns das mal anzuschauen, gehen wir nochmal zurück, denn wir schauen uns jetzt nochmal die App an. Es gibt nämlich eine kostenlose App dazu und mit der können wir zusätzlich viele Parameter einstellen, die natürlich wichtig sind. Aber grundlegend habt ihr gesehen, ohne jegliche App kann die Drohne 6 verschiedene Modis und da ist im Grunde alles dabei, was du fürs Filmen brauchst. Ja? Alles, um geniale Aufnahmen zu bekommen. Das macht es völlig autark. Es startet von meiner Hand und es landet wieder auf meiner Hand. Wie das mit der App funktioniert und was wir da verstellen können, da gehen wir jetzt drauf ein. Ja, so viel zur Praxis. Kommen wir natürlich noch zu ein paar offenen Fragen. Die erste Frage, die ich mir dann natürlich gestellt habe, nachdem auch ich die Drohne ein bisschen ausprobiert habe, ist, ja, das ist ja alles nett, aber wie weit kann ich das verändern? Ihr habt ja jetzt gesehen, der zum Beispiel Rocket-Modus, die Drohne geht auf eine bestimmte Höhe, kommt zurück. Kann ich das verändern? Der Orbit Me Mode, ja, die Drohne umkreist mich jetzt in 1,5 Metern. Kann ich das verändern? Und dafür brauchst du die App. Denn es gibt voreingestellte Parameter, die gut sind, wie ich finde, aber die kannst du anpassen. Und dafür machen wir mal Folgendes. Ich öffne euch mal die App und blende euch gleichzeitig mal einen Screen Record ein. Den starten wir jetzt erstmal und dann seht ihr nämlich, was ich auch auf der App sehe. Dann kann ich es euch natürlich auch wesentlich besser erklären. So, Screen Record ist gestartet. Ich blende euch das Ganze ein und dann müssen wir natürlich als allererstes mal unsere App, die Hoover heißt, ja genau, wie die Drohne auch, verbinden. Dafür öffnen wir die App. In meinem Fall auf dem Smartphone, auf dem iPhone. Ihr könnt allerdings auch ein Android-Gerät nehmen. Da seht ihr schon, das ist quasi der unverbundene Startbildschirm. Das Ganze ist wie so ein Radar aufgebaut. Hier oben müssen wir rauftippen, um das Ganze erstmal entsprechend zu verbinden. Und ihr seht schon, ja, er erkennt sofort die Drohne, sagt ja, hier Connect, möchtest du das Ganze verbinden mit deinem Smartphone und schon ist das Ganze verbunden. Und dann seht ihr, sind neue Icons dazu gekommen und die sind tatsächlich wichtig.
Erstes neues Icon, das ist das Hover-Album. Da gehen wir raus und dann verbindet sich das Ganze kurz nochmal mit der Drohne. Das Ganze funktioniert dann über WLAN, damit wir auch einen schnellen Download von der Drohne natürlich zu unserem iPhone haben. So, das Ganze verbindet sich und dann seht ihr schon hier noch ein paar Aufnahmen, die nämlich noch nicht heruntergeladen sind und daneben ein Ordner Aufnahmen, die wir eben gerade aufgenommen haben, die bereits auf mein Smartphone heruntergeladen wurden. Das finde ich ziemlich genial, denn das Ganze ist dann ein bisschen aufgesplittet und du lädst hier nicht unnötig Dateien doppelt herunter. Jetzt sehen wir schon eine Sache hier oben und zwar oben im Display sehen wir 32 GB. So viel hat nämlich die Drohne internen Speicher. Der Speicher ist nicht erweiterbar. Wir haben jetzt mit mehreren Aufnahmen 11,8 GB gebraucht, denn ein bisschen Daten gehen weg. Und da kommen wir auch schon zur Auflösung, bevor wir uns die Drohne ein bisschen in der App weiter anschauen. Die Drohne filmt dich mit 2,7K 30 Frames. 30 Frames könnte jetzt der eine oder andere sagen, ist ja aber ein bisschen wenig. Für normale Aufnahmen reicht es, um ruckelfreie Videos aufzunehmen. Wenn du zum Beispiel mal eine Slow Motion aufnehmen möchtest, brauchst du mehr Frames. Du bräuchtest 60 Frames. Das kann sie auch, aber du musst dann von 2,7K runtergehen auf Full HD, also auf 1080p. Dann hast du die Möglichkeit, in 60 Frames zu filmen. Ich zeige euch mal hier den Unterschied. Und zwar, wenn wir mit 2,7K Auflösung filmen, ich laufe zum Beispiel hinter der Drohne, also auf die Drohne zu, dann kann man daraus keine Slow Motion machen. Filmen wir das Ganze in Full HD mit entsprechend 60 Frames, haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Slow Motion in 30 Frames dann entsprechend runtergeregelt daraus zu machen. Und wir haben noch die Möglichkeit, mit 30 Frames Full HD eine HDR-Video aufzumachen, um die Videoqualität noch mal ein bisschen zu verbessern. Aber ich glaube, die Videoqualität, die lässt hier tatsächlich keinen Zweifel an der Drohne. So, und dann kommen wir zu den Einstellungen, was ich euch schon gesagt habe. Und zwar gehen wir damit auf die Modes. Und dann finde ich sehr, sehr lustig, diese ganzen Icons, die abgebildet sind. So ein bisschen sehe ich mich da wieder in diesem kleinen, netten, pummeligen Icon. Wahrscheinlich hat man das für mich programmiert. Nein, Quatsch. Und da ist im Grunde nochmal entsprechend erklärt, was jeder Modus macht. Ja, ihr könnt nochmal drauf gehen, dann kommt nochmal eine entsprechende Beschreibung, ein entsprechender kurzer Clip. Was macht die Drohne dann in dem Fall? Also das ist tatsächlich super genial erklärt. Dann gehen wir nochmal auf Hover, denn anhand dieser entsprechenden Einstellungen könnt ihr dann die Modus euch nochmal angucken, könnt nochmal verinnerlichen, was macht jeder Modus dann. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Einstellungen. Das Ganze ist jetzt tatsächlich ziemlich einfach gehalten, aber ihr seht es schon hier oben. Hier oben haben wir zum Beispiel den Hover Mode. Wenn wir dort oben raufgehen, öffnet sich ein Menü. Wir bekommen oben nochmal ein nettes Bild von mir, wie ich quasi mit der Drohne hantiere. Und dann seht ihr die Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier oben sowohl ein Video damit aufnehmen und dann die Dauer. Und hier seht ihr es schon, Continuum. Das heißt, so lange wie ich das möchte, so lange bis ich nicht meine Hand drunter halte, nimmt mich die Drohne auf. Oder der Akku ist irgendwann alle. Ich kann das Ganze aber auch begrenzen, zum Beispiel auf 30 Sekunden, 60 Sekunden oder 5 Minuten. Und ich kann natürlich dann entsprechend die Videoqualität hier einstellen. Hier seht ihr es, was ich gerade angesprochen habe. 1080p, 30 Frames, HDR-Video. 1080p, 60 Frames oder 2,7K und 30 Frames. So, und dann können wir die anderen Modis eben entsprechend anpassen. Zoom Out, was ich auch euch gerade gezeigt habe. Im Moment voreingestellt 1,5 Meter. Das können wir anpassen und zwar bis zu 9 Meter. Das heißt, die Drohne würde dann bis zu 9 Meter weit rausfliegen und dann wieder reinkommen. Das Prozedere ist das gleiche. Sie nimmt auf, während sie rausfliegt. Sie nimmt auf, während sie zurückkommt. Und dann seht ihr schon, wir haben dort tatsächlich schöne Anpassungsmöglichkeiten, um tatsächlich das Ganze so auf unsere entsprechenden Bedürfnisse anzupassen. Orbit.me. Auch hier seht ihr es nochmal. Video. Entsprechend Radius 1,5 Meter, entfernbar auf bis zu 6 Meter im Radius. Und dann entsprechende Einstellungen, 360 Grad, also eine volle Umrundung und währenddessen auch aufnehmen. Das heißt, wir können das Ganze tatsächlich sehr, sehr präzise anpassen an unsere Bedürfnisse. All das ist schon mal ziemlich genial. Ihr seht hier unten auch nochmal, es gibt dann entsprechende Firmware-Optionen, ob du ein Firmware-Update machen musst. Du kannst auch nochmal das Ganze kalibrieren. All das war bis jetzt nicht notwendig. Ein Problem gibt es da natürlich noch. Und zwar, habt ihr es ja jetzt gehört, während wir das Video aufnehmen,
gibt es natürlich das Problem, dass während die Drohne natürlich fliegt, sie einen echt bissigen Sound von sich gibt und den hast du natürlich mit drauf. Egal ob mit Lavalier, egal ob mit einem anderen Mikro, du hast den Sound mit drauf. Und jetzt kommt im Grunde genau das, wo ich sage, das ist das i-Tüpfelchen auf dieser kleinen Sahnetorte. Denn du hast die Möglichkeit, wenn du dein Smartphone mit entsprechend der Drohne verbunden lässt, einen Sound Recording Mode einzuschalten. Ihr seht, ich habe ihn jetzt hier auf On, den können wir auch ausschalten. Aber was passiert, wenn wir den auf Off schalten? Ich werde es euch sagen. Intern in der App wird der Sound entweder direkt aus dem Smartphone oder wie in meinem Fall mit einem Lavalier-Mikro, mit einem entsprechenden Empfänger aufgezeichnet. Er wird nicht in der Drohne aufgezeichnet, sondern in der App. Und wenn ich dann entsprechend aus der Bibliothek der Drohne mir dieses Video herunterlade, dann wird das Ganze synchronisiert. Und es wird nicht nur synchronisiert, sondern die App ist so schlau, dass sie das komplette Geräusch der Drohne herausfiltert. Und ich kriege so einen astreinen Sound. Aber was rede ich? Ich zeige es euch. Schauen wir uns also den Unterschied vom Ton an. Den Ton, den ihr jetzt hört, der kommt aus unserer Kamera. Starte ich jetzt natürlich die Drohne, dann kommt dazu natürlich der Ton aus der Drohne. Ja, klingt so ein bisschen wie eine kleine Hummel oder eine Wespe, die ziemlich aggro ist. So, das Ganze fliegt jetzt. Und jetzt kommt das große Sahnehäubchen. Und zwar seht ihr es, ich habe mein Lavalier verbunden mit meinem Smartphone. Das Smartphone ist gekoppelt mit der Drohne über die App und dann blende ich euch jetzt mal den Ton ein, den jetzt quasi die Drohne aufnimmt. Und zwar die Drohne über mein Smartphone. Das heißt, es wird alles herausgefiltert an Ton, was die Drohne aufnimmt. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich auch völlig unabhängig von der zweiten Kamera eine entsprechend geniale Aufnahme machen. Und wenn ich fertig bin, lasse ich sie wieder landen. So, Aufnahme ist beendet. Und dann kommen wir auch noch mal zu dem Thema, ihr habt es ja gerade gesehen, sie stoppt ja auch, die Drohne. Wie funktioniert das? Ich habe euch ja gezeigt, sie verfolgt mich, sie fliegt vor mir her, sie hat einen Orbit Me Mode. Aber ist sie auch davor gefeilt, irgendwo gegen zu fliegen? Jein, sie hat hier unten einen optischen Sensor. Dieser optische Sensor bestimmt die Flughöhe. Das heißt, ja, hier, wenn sich das Ganze verändert, sie muss ja auch irgendwie wissen, wie hoch steigt sie mit der Meterangabe. Das funktioniert. Der Schutz, den die Drohne hat, der ist allerdings dann nicht an entsprechende Sensoren gekoppelt, sondern tatsächlich an den Käfig. Denn wenn sie jetzt rückwärtig oder seitlich irgendwo gegenfliegen würde, ist sie ja geschützt durch dieses Case. Sie fliegt ja nicht super schnell, sie fliegt ja nicht wie andere Drohnen 50, 60 km/h, sondern es ist ja schon ziemlich smooth. Und das ist auch notwendig, der Käfig, denn es gibt eben keine weiteren Sensoren. Du musst halt ein bisschen mitdenken. Das heißt, wenn du läufst, die Drohne fliegt vor dir, dann musst du natürlich gucken. Ja? Ist da irgendwo eine Hauswand, dann sieht es die Drohne nicht. Sie wird gegenfliegen. Hast du den Orbit Me Modus eingeschaltet, die Drohne umkreist dich zum Beispiel in 7, 8 oder mehr Metern, ja, da musst du schon gucken. Dann ist es natürlich blöd, wenn plötzlich da so ein Baum auftaucht, den du vorher nicht gesehen hast. Also das sind natürlich Sachen, die musst du beachten. Ja, da musst du selber drauf achten. Ansonsten fliegt sie natürlich super. Sie ist auch sehr stabil. Und zwar habe ich einen coolen Shot gemacht. Und zwar habe ich sie hinter mir herfliegen lassen. Gerade so jetzt auch Kurvenfahrten sind ja möglich. Die Drohne macht ja nicht dann plötzlich einen Knick, sondern ja, sie macht so eine nette Kurve. Und das hat sie auch gemacht hinter mir auf dem Fahrrad. Was sie allerdings nicht gesehen hat, und da sieht man sehr gut, dass es eben keine Sensoren gibt, sie hat einen Strauch nicht so ganz erkannt und ist dann tatsächlich in diesen Strauch reingeflogen. Und da habe ich gestaunt, als ich mir dann die Aufnahme angesehen habe, denn die Drohne ist eben nicht abgestürzt durch den Käfig. Sie war geschützt. Sie hat sich tatsächlich wieder gefangen, hat geguckt, ja, wo ist er denn? Will er mich zurücklassen? Ach nee, da ist er, da muss ich hin. Ja, und hat mich dann tatsächlich wieder getrackt auf die Entfernung und ist zu mir gekommen. Das heißt, ja, der Käfig, der bringt extrem viel, weil natürlich im Grunde ja die Sensoren fehlen. Und so eine kleine Begegnung mit so einem Strauch macht ihr nichts aus. Ihr habt es gesehen, ja, sie fängt sich dann wieder und fliegt sogar weiter. Ja, mach mal das mit einer normalen Drohne, ja, die liegt dann einfach dort irgendwo. Also das hat sie ziemlich gut gemacht. Kleinere Sachen, ja, überall, wo du lang fährst, auch hier, ich zeige es euch mal von hinten mit dem Rad, ja, da wo ich quasi lang passe vom Körper, von der Höhe, da fliegt auch die Drohne natürlich hinterher. Das heißt, ihr müsst ein bisschen achten, wenn ihr natürlich mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs seid und ihr müsst einem Strauch ausweichen, ja, dann wird sie dagegen fliegen, das ist ganz klar. Ja, da müsst ihr also ein bisschen drauf achten, aber ansonsten hat sie ein super geniales Flugverhalten. Ihr seht also im Grunde ja eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein.
Es gibt ein paar Sachen, auf die man hinweisen muss. Tatsächlich hinweisen, nicht, man muss sie nicht bemängeln, man muss es nur ansprechen. Denn ja, es ist eine sehr kleine Drohne. Sie hat ein sehr, sehr geringes Gewicht. Ist natürlich super, sie hat ein kleines Packmaß. Aber das heißt natürlich auch, wenn es sehr windig wird, dann wird es problematisch, damit zu fliegen, weil sie dann natürlich angegriffen wird vom Wind. Eine kleine Böe, kein Problem. Aber doller Wind, müsst ihr aufpassen. Eine zweite Sache ist natürlich die Entfernung. Denn wir können die App nicht nur über diese ganzen anderen Modi steuern, sondern wir können sie auch manuell steuern. Manueller Modus, ja, auch den wollen wir mal ausprobieren. Und zwar hier manueller Modus, das heißt auch hier Start über den Startknopf, ja, an der Drohne. Das heißt, sie zählt jetzt kurz runter, so einen kleinen Countdown und dann fliegt sie. Und sie bleibt jetzt hier. Das heißt, ich kann jetzt mit den entsprechenden Tasten, zum Beispiel mit der Drehtaste, ich drehe sie jetzt einfach mal hin und starte euch auch mal die Aufnahme. Ja, und zwar, zack, Aufnahme gestartet. Ja, dann haben wir hier unser Menü und dann seht ihr, können wir mit der Drohne fliegen. Ja, wir können sie links drehen, wir können sie rechts drehen, wir können sie steigen lassen, wir können sie nach unten gehen lassen und wir können natürlich ein bisschen reingehen. Und das werden wir jetzt mal machen. Da können wir nämlich gleich mal schauen, ja, wie sieht es denn aus so ein bisschen mit der Reichweite. Das heißt, wir gehen vorwärts mit der Drohne. Ihr seht, ja, ziemlich smooth, das Ganze wird auch schön aufgezeichnet. Aber es ist eben keine Sportdrohne an sich, sondern ja, reichweitentechnisch, zum Glück kann hier nichts passieren. Ja, wir schauen mal, geht es weiter, noch geht sie weiter vor, also geht weiter vor, also geht weiter vor. Wie wir mögen es sein, ja, sind schon etliche Meter, ist sie tatsächlich jetzt auch schon weg. Ja, es wird schon schwierig, ja, vom Ton, ihr hört, ist ja auch kaum noch zu hören. Es ist schon sehr, sehr weit weg, muss ich sagen. Also im Grunde eine gute Reichweite, ja. Sichtbarkeit, ja, im Grunde soll es ja, hier steht es jetzt nochmal, hier oben, ihr kriegt eine Meldung, ja, also Ende der entsprechenden Flugdistanz ist erreicht. Wollen wir es mal abschreiten? Ich schreite das mal ab. Guck mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Wir lassen sie mal runterkommen. Achso, ich muss sie selber natürlich runterholen hier, dass sie in eine entsprechende Position kommt. Also gute, sehr gute, ja, ich habe auch lange Beine, sehr gute 30 Meter. Irgendwas zwischen 30, 35 Meter auf freiem Feld. Aber ich glaube, das ist mehr als ausreichend, auch für die Größe der Drohne, denn ihr wisst ja, ihr müsst auf Sicht fliegen. Wir haben uns jetzt gefragt, was passiert, wenn der Akku alle ist. Ich habe nämlich gerade eine Akkuwarnmeldung bekommen. Das heißt, ich gehe mal hin, noch fliegt sie. Aber ich bin jetzt natürlich gespannt, was passiert, wenn der Akku leer ist. Ich bekomme hier oben auch im Display angezeigt, ja, Akku ist rot. Das heißt, ja, wir schauen mal, was passiert. Ich lasse jetzt einfach mal schweben. Im Worst Case bist du ja vielleicht doch ein Stück weiter geflogen, als du es hättest machen können. Im Normalfall ist aber noch genug Akku da. Ich bin jetzt noch mal weggeflogen, hätte auch noch mal zurückkommen können, habe beim Zurückkommen dann die entsprechende Meldung bekommen. Was ich im Übrigen gut fand, jetzt gerade, ihr seht, jetzt ist der Akku alle. Das heißt, sie landet jetzt. Sie landet eben da, wo sie dann entsprechend ist. Und durch den Käfig ist sie geschützt. Das heißt, hier nichts passiert, ihr Lieben. Sie kann weiter starten, natürlich mit dem neuen Akku. Aber ihr seht auch hier, grüne Lampe ist noch an. Kleine Info nochmal eben zur Reichweite. Als wir eben die Meldung bekommen haben, Reichweite ist erreicht, da war es so, dass die Verbindung nicht abgebrochen ist. Das heißt, man hat sich hier einen Puffer eingebaut. Es ist also möglich, bis zum Reichweitenende zu fliegen, konstant die Verbindung aufrechtzuerhalten und dann wieder zurückzufliegen. Nicht wie bei anderen Drohnen, dass sie eben noch drüber hinausgeschossen oder sie bleibt dann da schweben, sondern du hast jederzeit Kontrolle über deine Drohne. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt bin ich gelaufen. Laufen, ja, tut man, also ich zum Beispiel, nicht so schnell. Wie schnell ist sie denn? Das habe ich probiert mit dem Rad. Und zwar habe ich sie mal hinter mir her fliegen lassen, auf dem Fahrrad. Und ja, auch das funktioniert. Ja, auch das. Und das ist auch begrenzt von der Erkennung. Denn, ihr habt ja gesehen, alle Modi sind darauf ausgerichtet, dich als Person zu erkennen. Das Ganze wird optisch erkannt. Das heißt, du kannst damit keinen Kinderwagen verfolgen. Du kannst damit dein Auto nicht verfolgen, wie du es vielleicht zum Beispiel mit einer klassischen Drohne machen kannst. All das sind so kleine Einschränkungen, die man beachten muss, die man wissen muss. Ja, im Grunde ist die Kamera dafür ausgerichtet, dich als Person zu filmen, zu verfolgen. Und das macht sie mega. Tja, ihr Lieben, das ist sie, die Hoover Camera X1. Und ich bleibe dabei, auch am Ende des Videos jetzt. Es ist tatsächlich eines der faszinierendsten technischen Geräte, das ich 2023 in den Händen halten durfte.
Und ihr werdet sie, denn ich konnte nicht widerstehen, auch künftig in meinen Videos jetzt im Einsatz erleben. Denn tatsächlich ist es eine mega Kamera. Wenn ihr jetzt sagt, das ist es, das brauche ich, dann ist sie tatsächlich aber, und das ist noch ein Wermutstropfen, den ich euch leider am Ende mitgeben muss, nicht ganz günstig. Sie kostet aktuell allerdings in der Morefly Combo, und zwar mit entsprechend einem zweiten Akku, einem Ladegerät, ca. 400 Euro. Wenn ich mich allerdings umschaue im Bereich Actioncams, was die Konkurrenz, und im Grunde gibt es ja gar keine Konkurrenz, ja, es gibt ja im Grunde nichts Vergleichbares auf dem Markt, dann finde ich das immer noch einen angemessenen Preis. Durch den zweiten Akku habt ihr den Vorteil, normalerweise müsstet ihr das Ganze mit einem entsprechenden USB-C-Port hier direkt laden. Ja, der ist hier, dann könnt ihr entsprechend den Akku laden. Durch den zweiten Akku habt ihr den Vorteil, dass ihr mit einem USB-C-Port mobil seid. Das heißt, ihr fliegt mit einem Akku, den anderen könnt ihr zum Beispiel mit einer Powerbank aufladen. Und damit, selbst mit der Flugzeit von 10, 11 Minuten am Stück, und ihr fliegt ja keine 11 Minuten am Stück, sondern ihr nehmt kurze Clips damit auf, kommst du damit super weit. Und du bist super flexibel. Wie voll deine Akkus sind, erfährst du, wenn du hier oben auf dem entsprechenden Gerät raufdrückst. In dem Fall seht ihr, wir haben jetzt dann doch schon den zweiten Akku gebraucht. Der ist allerdings noch voll. Seht ihr die Akkustandsanzeige. Das heißt, in der Morefly Combo, wie es sich so schön schimpft, hast du ein absolut geniales und auch über den Tag reichendes Flugmodell mit einer wirklich sehr guten Auflösung. 2,7K. Ich habe erst gedacht, na, 2,7K, ob das reicht. Aber ihr habt es ja jetzt gesehen im Video. Und das Video, was ihr seht, das ist sogar noch hochskaliert, denn normalerweise filme ich meine Videos in 4K auf 4K. Das heißt, die Bildqualität, die hat mich überzeugt. Ja, 400 Euro, muss man wissen, ob es einem wert ist. Ich fand es eine geniale Sache und ich werde sie wahrscheinlich sehr, sehr viel nutzen. Ein technisch super ausgereiftes Gerät, muss ich sagen. Die Begeisterung lässt bei mir irgendwie nicht nach. Ja, ich habe schon so viele Sachen im Kopf, was ich demnächst an Fotowalks damit absolvieren werde und wo ich sie zum Einsatz bringen könnte. Hoover Kamera X1, ihr Lieben. Schreibt es mir mal unten in die Videokommentare. Habt ihr es vielleicht schon mal gesehen? Ist ja tatsächlich in den Social-Media-Werbungen aktuell ziemlich präsent. Was haltet ihr davon? Wäre das eine Option für euch, wo ihr sagen willst, nee, ich will nicht so eine große Drohne, ich will nicht noch einen extra Controller. Das ist ja im Grunde alles, was ich brauche zum Aufnehmen. Dann schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Wie findet ihr den Preis? Findet ihr ihn angemessen für doch sehr, sehr viel Technik, die hier drinne steckt? Oder sagt ihr, tja, im Grunde schön, aber für mich doch eher nichts. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein fürs Video mit der Hoover. Ich habe viel Spaß und werde auch künftig viel Spaß damit haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch dafür da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle kostenlos gerne meinen Kanal. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin. Und ich werde jetzt noch die ein oder andere tolle Aufnahme hiermit machen. Denn einen Akku, den habe ich ja noch.